Heute geht es um den NC. Der Numerus Clausus klingt wie ein alter Römer, ist ja auch Latein. Das war ehrlich gesagt noch nie mein Lieblingsfach. Aber so schlimm ist das mit NC Clausus gar nicht. Er ist quasi die Durchschnittsnote vom Abi-Zeugnis, die man mindestens braucht, um einen Studienplatz im jeweiligen Studiengang mutmaßlich sicher zu haben. Die Durchschnittsnote, also euer Wert, den ihr mit den NC-Werten vergleichen könnt, der steht meistens schon errechnet auf eurem Abschlusszeugnis. Aber der NC-Wert errechnet sich jedes Semester neu. Man kann sich mit den NC-Werten der letzten Jahre also eine Orientierung verschaffen. Es gibt aber keine Garantie, dass der NC-Wert für genau das Semester, für das ihr euch bewerben möchtet, nicht ein ganz anderer ist. Da kommt es dann darauf an, wie viele Plätze für den jeweiligen Studiengang in dem jeweiligen Semester zur Verfügung stehen, wie viele Leute sich bewerben und natürlich auch, welche Abi-Durchschnittsnote diese mitbringen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Es ist endlich Freitag und ihr wollt feiern gehen. In dem Fall wäre der Club, wo ihr hin möchtet, der Studiengang, für den ihr euch bewerbt. Es gibt dann Clubs, die sind riesengroß oder nicht für jeden interessant, sodass auch jeder, der rein möchte, einen Platz bekommt. Dann gibt es aber auch noch Clubs, die sind sehr beliebt und ihr ahnt schon, dass es ziemlich voll wird. In dem Fall wäre der Club zulassungsbeschränkt, denn es gibt einen Türsteher, der aufpasst, dass jeder noch Platz zum Tanzen hat und der Laden nicht überfüllt wird. Und der entscheidet erstmal nach der Durchschnittsnote von eurem Abiturzeugnis. Wenn jetzt der NC bei 2,2 liegt, bedeutet das, hier ist auch erstmal Einlassstopp. Wenn eure Durchschnittsnote jetzt darüber liegt, ist das noch gar kein Grund zur Panik, denn der Abend ist ja noch lang und vielleicht entscheidet sich noch jemand weiterzuziehen. In dem Fall werden wieder Plätze frei und die nächsten können nachrücken. Außerdem gibt es an manchen Unis hochschulinterne Systeme, die euch möglicherweise einen Studienplatz ermöglichen. Das würde bedeuten, der Türsteher ist diskutierfreudig und freut sich auf eure Argumente, warum ihr genau die Richtigen für diese Party seid. Hier an der Leuphana-Universität ist es zum Beispiel so, dass ihr auch mit persönlichem Engagement punkten könnt. Die Wartezeit wird natürlich auch berücksichtigt. Das ist die Zeit zwischen dem Abitur und dem Studium. Aber Achtung, wenn ihr euch in der Zeit schon mal für einen anderen Studiengang entscheidet, zählt die Zeit leider nicht als Wartesemester. Also nochmal zusammengefasst. Der NC legt die Durchschnittsnote fest, die man mindestens braucht, um einen direkten Platz im jeweiligen Studiengang zu bekommen. Man kann seine Durchschnittsnote mit den NC-Werten der letzten Jahre vergleichen, allerdings errechnet sich der NC jedes Semester neu, sodass es keine Garantie auf einen Studienplatz gibt. Neben dem NC zählen bei der Studienplatzvergabe auch noch Wartesemester und gegebenenfalls hochschulinterne Sonderregelungen. Informiert euch da am besten nochmal bei der Uni, bei der ihr euch bewerben möchtet. Ich hoffe, das hat die Sache mit dem NC etwas verständlicher gemacht. Falls ihr noch andere Ideen habt, wie man den NC super erklären könnte, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Oder auch, falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt es auch gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Bis bald, eure Celia. Tschüss.